Hallo zusammen, ich bin Atun, 17 Jahre alt und aus Zürich. Ich baue schon seit über 3 Jahren Gaming-PCs und verkaufe die jetzt auch über meine eigene Webseite atuncomputers.ch, die seit kurzem online ist. Mein Interesse für PCs begann schon früh. Meinen ersten Laptop hatte ich schon mit 11 und seitdem fasziniert mich alles rund um Hardware und Technik. In diesem Video zeige ich euch ein bisschen mein aktuelles Inventar und einen PC, den ich vor kurzem gebaut habe. Ich nehme euch mit auf diesem Kanal und auf meiner Reise, wie ich PCs zusammenstelle, baue, optimiere und weiterverkaufe. Mein Ziel ist es, irgendwann mal einen eigenen Gaming-PC-Laden zu haben, in der ich richtig geile Hardware verbaue. Viel Spaß mit dem Video und falls ihr noch weitere Fragen in den Kommentaren habt, stellt sie sehr gerne. Wie schon gesagt, ist es mein Ziel, jetzt Gaming-PCs zu verkaufen. Ich habe schon aktuell 8, darum werde ich jetzt keinen neuen bauen, aber ich werde mit euch zusammen einen PC umbauen, den ich schon habe. Aber zuerst, bevor wir schon so weit sind, werde ich euch ein bisschen meine Hardware zeigen, die ich hier habe, und los geht's. Kommen wir jetzt zum Teil mit dem Gestell. Zuallererst sehen wir ganz oben ein paar Mainboards, dann sehen wir hier ein paar Lüfter mit Kühler, 64 GB DDR4 RAM, 2 TB SSD von Kioxia und hier unten sehen wir ein paar Grafikkartenschachteln, die sind alle leer, mit einer RX 5700 XT daneben, ein paar Leerschachteln von CPUs, 3 MSI-Netzteile und nochmal 2 TB SSD. Da unten seht ihr das Height Y60 Gehäuse und diesen Mini-PC mit dem Cooler Master NRP 200. So, jetzt habt ihr diesen Hardware-Schrank gesehen. Ich bin sehr stolz darauf, das nennt sich Schwerlastregal und damit kann man wirklich, wie der Name schon sagt, schwere Sachen drauflegen. Kommen wir jetzt zu dem Gaming-PC, wo ich jetzt habe. Diesen Gaming-PC habe ich mal gebaut. Eigentlich funktioniert er voll in Ordnung. Ich werde aber von einer Wasserkühlung auf eine Luftkühlung gehen, damit ich auch mit den Preisen ein wenig runtergehen kann, da es eigentlich eher ein Budget-Build ist. Ich habe ursprünglich einfach eine Wasserkühlung verbaut gehabt, weil ich dann einfach zu ungeduldig war, einfach auf den Luftkühler zu warten, und ich wollte unbedingt einfach das verbauen, was ich einfach da hatte.
So, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Bild. Meine Meinung über das Gehäuse zum Beispiel, jetzt baue ich schon zum zweiten Mal jetzt drin, weil es ja der gleiche Bild ist, den ich umbaue. Das Gehäuse, das ist ja das Montec 100R Lite. Ich finde es eigentlich sehr gut, auch für den Preis. Muss aber auch sagen, ein paar Sachen, die mich stören, das aber eigentlich auch sich leicht vermeiden lassen kann, wenn man es anders macht als ich. Die Lüfter zum Beispiel. Die Lüfter muss man von außen einfach montieren und man muss von der Innenseite mit dem Schraubenzieher rein. Und da ist der Nachteil, wenn dann die Hardware alles blockiert oder es einfach, also für mich ist es einfach unangenehmer, weil ich eigentlich Rechtshänder bin und mit der linken Hand das dann einfach schrauben muss. Und auch ein paar Sachen, weil ich halt nicht alles rausnehmen wollte, musste ich einen kurzen Schraubenzieher nehmen. Zum Beispiel, oder was auch ein bisschen blöd war, wenn man vom Netzteilgehäuse aus, also die untersten Lüfter geht, dann blockiert so ein bisschen das Netzteil den Arm oder auch die Kabel vom Netzteil. Zusammenfassend, das Gehäuse ist eigentlich gut, Lüfter montieren ist ein bisschen blöd, der Rest ist gut. Und noch was, wenn ich jetzt den PC hier anschaue, ich habe mich für schwarze Lüfter entschieden, jetzt sage ich warum. Weil ich wollte, damit ich den PC nochmal günstiger anbieten kann, habe ich die Kabel-Extensions weggenommen. Also ich habe die weggelassen, ich benutze einfach die Kabel vom Netzteil ganz normal. Habe die ein bisschen mit Kabelbinder hübsch gemacht. Und auch die Lüfter dann einfach passend zu den Kabeln auch schwarz gelassen. Weil ich dachte, dass es so passender ist. Ich habe die Lüfter ja ausgewechselt. Ich wollte die eigentlich ja ursprünglich mit weißen Lüftern auswechseln, die ein bisschen günstiger sind. Jetzt habe ich schwarze Lüfter, die auch günstiger sind, aber gleich günstiger sind. Also es hätte gleich viel gekostet, hätte ich die weiß gelassen, aber ich denke, so ist es eigentlich gelungen. Der Kühler ist eigentlich wirklich solide, ist wirklich einfach von der Installation. Da ist ja ein ARGB-Lüfter dabei, kostet um die 20, glaube ich. Dieser Kühler ist wirklich solide. Ein paar Sachen kann man einstellen. Man kann CPU und GPU Temperaturen und Auslastung anzeigen. Die Temperaturen sind eigentlich ziemlich solide. Es sind etwa, ja, bei der CPU sind es im Idle sind das etwa 40 Grad und der Volllast sind es ungefähr 60. Das ist, also die CPU bleibt kalt. Das ist kalt für eine CPU, das ist wirklich gut. Wie ich die Lüfter steuere, einfach vom ARGB. Ich kann die ja nicht am Mainboard anschließen, da das Mainboard keinen ARGB-Anschluss hat. Ich mache das aber auch noch elegant mit diesem Kabel. Wichtig ist, der hat einmal einen ARGB-Anschluss, dass man dann die Lüfter da reinsteckt. Dann hat er einmal SATA-Strom. Dann steckt man einfach SATA vom Netzteil rein, damit das Teil überhaupt Strom bekommt. Steuern tut man das über diesen Knopf hier. Fand ich jetzt nicht elegant, wenn man das so steuert. Darum hat dieses Kabel noch speziell noch diesen Anschluss. Das ist für die Reset-Taste. Dann hat man am Gehäuse immer eine Reset-Taste. Die benutzt man heutzutage eigentlich nicht mehr. Dafür wird eigentlich immer das ARGB benutzt. Und dann habe ich den Reset-Anschluss da reingesteckt. Das heißt, ich muss gar nicht mehr da steuern, sondern ich kann direkt am Gehäuse drücken und so ändert sich das ARGB. Auch noch fürs Kabelmanagement, da kann man das noch so ein bisschen kleben. Ich glaube, für diesen ganzen Bild werde ich um die 600 bis 550, je nachdem gehe ich vielleicht ein bisschen runter, da werde ich dann so viel dementsprechend verlangen. Ich denke, das ist fair. Wenn ihr mehr zu diesem Bild sehen wollt, geht ihr gerne auf meine Webseite atomcomputers.ch. Die genauere Auflistung könnt ihr das sehen. Ich sage schon mal vom Kopf aus, was drin ist. Da ist eine RX 5700 XT als Grafikkarte, ein Ryzen 5 3600X, 32 GB RAM, einfach 4x8 GB sind das und 1 TB SSD. So, das war's von mir. Sagt gerne, was ihr mehr von mir sehen wollt. Ich möchte mehr in diese Richtung machen, wie ich baue und verkaufe. Vielleicht mache ich noch Reviews über etwas. Ich habe mir vor kurzem ein neues Gehäuse geholt, was ich noch nicht ausgepackt habe. Das mache ich vielleicht noch mit euch. Und ich werde mir sicherlich mal ein Stativ holen.